Moin zusammen, mein Name ist Dennis. Und ich bin Timo. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem Pendacast. Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts mit dem Titel Griesgrämige Kollegen und fraktale Evolution. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast der reinste Spoiler ist. Und jetzt? Nicht lang schnacken. Kopf in Nacken. Los geht's! Und nun zu unserem Fakt der Woche, der wie immer rein gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Der Bruder von Douglas Preston, Richard, ist ebenfalls Schriftsteller. Ihm zu Ehren benannte das Astronomenpaar Eugene und Caroline Shoemaker einen Asteroiden. Wenn ihr hierzu mehr Hintergrundinformationen haben möchtet, schaut auf unseren Patreon-Account. Ihr findet dort neben unseren Fakten noch weitere Informationen rund um unseren Podcast. Einen Link hierzu findet ihr wie immer in den Shownotes. Was bisher geschah. 2 Jungs werden im Naturhistorischen Museum in New York tot aufgefunden, die noch am Abend zuvor durch die Hallen streiften. Ein gefundenes Fressen für die Presse, um alte Gerüchte des Museumsmonsters wieder aufzuwärmen. Und das alles kurz vor der Eröffnung einer Sonderausstellung. William Smith Beck Jr., angeheuert, um ein Buch über das Museum zu schreiben, und Margot Green, Doktorandin der Ethnopharmologie, erleben aus erster Hand, wie ihre Arbeit im Museum durch den tragischen Vorfall massiv erschwert wird. Nachdem der Museumsdirektor die Pressekonferenz für beendet erklärt hat, begibt sich Margot Green auf den Weg in ihr Büro. Dafür muss sie einen Flur entlang gehen, der sich über 4 Blocks erstreckt. Damit ist der Gang wahrscheinlich der längste in ganz New York und verdient seinen Spitznamen zurecht. Broadway. Ihr Arbeitsplatz, nicht viel mehr als ein stählerner Schreibtisch und ein Bücherregal, befinden sich im Keller des Museums. In einem Labor, das zum Großteil als Aufbewahrungsraum für Gegenstände aus der Südsee dient und welches sie sich darüber hinaus auch noch mit einer jungen, aber griesgrämigen Restauratorin teilen muss. Nach Margots Eindruck arbeitet die eigenbrötlerische Kollegin allerhöchstens 3 Stunden am Tag und wird so aller Voraussicht nach 200 Jahre für ihre Arbeit benötigen. Imposant ist lediglich das 500 Liter umfassende Aquarium, in das die Verhaltensforscher des Museums eine künstliche Sumpflandschaft gebaut haben. Im Vergleich zu ihren Kolleginnen geht es ihr dabei noch recht gut. Andere verfügen lediglich über eine alte und verkratzte Schulbank im dunklen Keller. An ihrem Schreibtisch angekommen, überprüft sie ihre Mails. Keine neuen Nachrichten. Bevor sie ihren wöchentlichen Termin bei ihrem Doktorvater, Dr. Frog, wahrnimmt, geht sie noch einmal ihre bisherigen Aufzeichnungen durch. Frog, als Junge an Kinderlähmung erkrankt und deshalb auf den Rollstuhl angewiesen, blickt trotz seines Handicaps auf eine steile Karriere als Anthropologe zurück. Wiederholt Malaria erkrankt, hat Frog seinen Fokus jedoch auf die Evolutionstheorie gelegt. Mitte der 80er Jahre stellte er eine Theorie vor, die für großes Aufsehen unter seinen Kollegen sorgte. Er verband die Chaos-Theorie, die besagt, dass ein Schmetterling einen Orkan auslösen kann, mit Darwins Evolutionslehre, in der von der Annahme ausgegangen wird, dass sich das Leben langsam und stetig entwickelt. Frog behauptet allerdings, die Entwicklung sei sprunghaft geschehen und haben kurzlebige, sogenannte Monsterspezies hervorgebracht. Experten bezeichneten seine Theorie als verrückt und fehlgeleitet. Die Boulevardmedien allerdings haben seine Idee mit viel Enthusiasmus angenommen. Sein einziger greifbarer Beleg für diese Theorie ist ein Stück Sandstein, das Kerben aufweist. Was für ihn der Fußabdruck einer der Wissenschaft bisher unbekannten Kreatur darstellt, ist für andere einfach nur ein Stein mit Kerben. Pünktlich zu ihrem Meeting betritt sie Frogs Büro. Die Wände des Büros sind eingenommen von Vitrinen, in denen sich Fossilien und so manche Kuriosität aus seiner bisherigen wissenschaftlichen Laufbahn befinden. Frog, der Margot wie üblich erst einmal einen Sherry anbietet, den sie noch nie angenommen hat, bittet sie, Platz zu nehmen. Der Stuhl ist wie üblich, genau wie sein Schreibtisch, mit allerlei Dingen beladen, die sie erst einmal beiseite räumen muss, um seiner Bitte nachzukommen.
Neben seinem Werk Die fraktale Evolution, das gleich mehrfach auf seinem Schreibtisch steht, entdeckt sie, neben alter Zeitschriften des Magazins Nature, einen scheinbar noch unfertigen Artikel mit dem Titel Stammesgeschichtliche Transformation des territären Hirschgeweihfahns. Margot hofft, dass ihr Doktorvater die schrecklichen Ereignisse im Museum ansprechen würde. Doch stattdessen zwinkert er ihr zu und bittet sie, ihre Aufzeichnungen vorzutragen. Innerlich enttäuscht beginnt sie, ihm ihre Analyse zur Pflanzenspezifikation der Kiribito näher zu bringen, der sie die nächsten beiden Kapitel ihrer Dissertation widmen möchte. Während ihres Vortrags beobachtet sie, wie Frog mit geschlossenen Augen seinen Kopf auf die Brust legt. Man könnte meinen, er sei eingeschlafen. Margot weiß jedoch, dass Frog in höchster Konzentration ihren Aufzeichnungen folgt und dabei seine eigenen Gedanken anstellt. Sie beendet ihren Bericht mit einer Erklärung, inwiefern sie die Analyse in ihrer Dissertation verwenden möchte. Der Professor, voller Anekdoten aus seiner langen Karriere, erzählt ihr, dass ihre Analyse ihn an seine Erforschung des Stammes der Ki erinnert, der einen Platz in der bevorstehenden Aberglaubeausstellung haben wird. Die Ki, nachdem sie lange Zeit Pflanzen als Arzneimittel genutzt haben, wandten sich mit der Zeit der Zauberei zu. Sie fingen an zu glauben, Menschen mit Kopfschmerzen seien verhext worden. Dem Aberglauben verfallen, zog die Familie des von Kopfschmerzen Geplagten los, um den Zauberer zu finden und ihn zu töten. Die Angehörigen des getöteten Zauberers rächten sich dann wiederum an der Familie des von Kopfschmerzen Geplagten. Laut lachend erklärt er Margot, dass mit der Zeit ein medizinisches Wunder geschah. Niemand, aber auch niemand hatte mehr Kopfschmerzen. Frog, nun ganz munter, kommt jetzt doch auf die Tragödie im Museum zu sprechen. Besorgt blickt er auf die Zukunft des Museums. Er hat etwas über den Zustand der Leichen erfahren, das Margot erschaudern lässt. Die beiden Jungen wurden auf eine bestialische und brutale Weise zugerichtet, von einem Etwas, das nicht über normale Kräfte verfügen kann, meint er, stellt jedoch klar, dass er keine Behauptungen aufstellen möchte. Vielmehr hofft er, dass sich Margot unter den gegebenen Umständen nicht dazu entschließt, das Museum zu verlassen. Vor allem jetzt, nachdem ihr Vater verstorben ist. Margot, dankbar über die warmen Worte ihres Doktorvaters, macht sich auf, sein Büro zu verlassen. Okay, nachdem wir jetzt die Inhaltsangabe für diese Folge gehört haben, können wir sagen, wir haben einen neuen, wichtigen Charakter, der eine Rolle in dem Buch spielen wird, kennengelernt, und zwar Dr. Frog. Zu Dr. Frog kommen wir im Folgenden noch einmal ausführlich zu sprechen. Mir stellt sich jetzt erst einmal eine Frage, und zwar, das Ganze spielt ja jetzt nun in New York, im Naturhistorischen Museum. Ja. Was ist ein naturhistorisches Museum? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ein Museum ist klar, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Das naturhistorisch? Zumindest für uns. Also es gibt bestimmt so den einen oder anderen, der nicht in Museen geht und vielleicht auch nicht weiß, was das ist. In einem Museum werden in der Regel Dinge ausgestellt zu einem bestimmten Thema. In einem Kunstmuseum, Kunstgegenstände und so weiter. Ja. Und ein naturhistorisches Museum muss sich also mit der Natur beschäftigen und mit der Historie der Natur. Also gehe ich davon aus, dass dort Tiere ausgestellt werden oder Fossilien, Dinosaurierknochen, so wie man sich das vorstellt irgendwie aus Film und Fernsehen. Warst du schon mal an einem? Ja, ich war schon mal an einem. Ich war in Hamburg in einem und in Göteborg. Also mal ganz ehrlich, wir sind aus Hamburg, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, und wenn man als Hamburger Jung, als geborener Hamburger, als gebürtiger Hamburger, so wie es heißt, sich nicht mit Hamburg beschäftigt und in kein Museum gegangen ist, das wäre schon ein wenig traurig. Hat Hamburg denn auch ein naturhistorisches Museum? Also als solches nicht. Also es gibt kein alleiniges Museum, sagt man das so? Also es gibt kein Gebäude, das sich Naturhistorisches Museum nennt. Aber in Hamburg gibt es mehrere Museen,
es gibt ein Naturkundemuseum, es gibt ein wie archäologisches Museum zum Beispiel. Und wenn man die zusammenschließen würde, hätte Hamburg ein sehr großes naturhistorisches Museum. Also ich muss da einwerfen, natürlich habe ich mich auch ein wenig mit der Historie beschäftigt. Hamburg hatte tatsächlich ein eigenständiges historisches Museum, das allerdings im Zuge des Zweiten Weltkriegs zerstört worden ist. Das Ganze bestand von 1843 bis 1943, hat also die 100 Jahre tatsächlich voll gemacht. Und nach der Zerstörung wurden die Sammlungen halt in verschiedene Häuser untergebracht, sodass Hamburg mittlerweile halt über was für Häuser verfügt. Ja, über mehrere. Über ein Naturkundemuseum, über ein archäologisches Museum oder geologisch-paläontologisches Museum. Ja. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid, ab in die Museen. Sie sind sehr sehenswert und vielleicht wäre es auch nicht die schlechteste Idee, wenn es mal bei euch regnen sollte, Schlechtwetter herrschen sollte, ab in das nächste Naturhistorische Museum in eurer Gegend. Und wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, es gibt auch ein Riesenmuseum in Frankfurt am Main und Berlin hat, glaube ich, auch eins. Also es gibt schon so Es gibt einige, genau. Also ab in die Museen. Okay, wir sind jetzt im Museum, wir wissen, was ein naturhistorisches Museum ist und jetzt ist Margot auf dem Weg in ihr Büro. Das, richtig. Wie man hört, nicht allzu proper ist, allzu toll eingerichtet. Nee, das Büro nicht, aber der Weg dorthin ist sehr, wie sagt man, faszinierend. Eindrucksvoll, genau. Also wir haben ja gesagt in der Inhaltsangabe, sie muss einen Gang entlang gehen, der sich über 4 Blocks erstreckt und der dadurch Broadway genannt wird. Man hört diesen Begriff Block oder Häuserblock ja regelmäßig in irgendwelchen Serien, Filmen, wie auch immer. Ich persönlich weiß nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Man kann sich zwar schon einiges darunter vorstellen, aber was ist eigentlich ein Block? Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Block ist Straßenecke A bis Straßenecke B. Also immer von einer Kreuzung zur nächsten Kreuzung. In New York, wo ja die Straßen wie so ein Schachbrett angelegt sind, die sind ja immer gerade und so. Und dann kommt es darauf an, wo man sich in New York befindet, würde ich jetzt sagen. Also ich habe herausgefunden, dass ab der Fifth Avenue die Blocks ca. 100 Hausnummern haben. Okay, also für Hamburg kann ich mir das jetzt noch nicht so wirklich vorstellen im praktikablen Sinn. Ich weiß aber, dass Mannheim auch so aufgebaut worden ist in so Blocksystemen. Da wird das Ganze mit Sicherheit des Öfteren vorkommen. Haben die nicht auch so Namen, so 2A, so wie auf so einem Schachbrett? Genau. Ja? Genau. Okay, cool. Die haben, glaube ich, keine richtigen Straßennamen an sich, sondern die haben ein Nummernsystem. Also wer aus Mannheim zuhört, klärt uns gerne auf, schreibt uns und setzt uns ins Bilde, wie es bei euch läuft. Und in den USA ist das ja ganz typisch, dass die Straßen, zumindest die Innenstädte, so angelegt sind, ne? Also man sieht das ja immer wieder, wenn man sich das anschaut. Egal, ob das jetzt nun Washington ist oder New York oder Chicago oder so. Die sind ja alle nach dem gleichen Schema angelegt. Okay, also läuft Margot jetzt quasi 4 Blocks entlang zu ihrem Arbeitsplatz. Und da das Museum in der Stadt ist, können vielleicht 400 Hausnummern. Also muss sie Getränke dabei haben, damit sie nicht verdurstet. Also ich glaube, ich würde mir schon so einen Roller nehmen oder würde mir wünschen. Oder ein Fahrrad. Ja, oder am besten würde man sich vorstellen wollen oder wünschen wollen, wie auf dem Flughafen, diese Rolltreppen, die einfach gerade fahren. Oder diese Caddies wie auf dem Golfplatz, weißt du? Wie heißen die? Caddies sind die Menschen. Golfkart, so ein Golfkart. Im Museum. Tak, 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 an den Skeletten der Dinosaurier vorbei. Dann kannst du ja gleich rausgehen und in den nächsten Bus steigen und ja, 4 Blocks fahren. Mehrere Eingänge sollten sie vielleicht bauen, genau. Haben ihre eigene U-Bahn-Station oder okay, so. Wir schweifen schon wieder ab. Macht ja nichts. Wir wollten, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Minuten brauchen, um die 4 Blocks entlang zu laufen. Ja. Kommen dann aber bei Margot an im Büro und die hat's halt nicht so gut erwischt. Die hat's nicht so gut erwischt. Die wurde in den Keller geschoben. Abgeschoben, mehr oder weniger. Ich glaube, das kommt tatsächlich auch darauf an, was für eine Stellung du im Museum, in der Forschung hast. Ja, klar.
Vor allen Dingen kann ich mir das in den USA halt so vorstellen, dass du dich von den Keller in die oberste Etage vorarbeitest. Mit dem Ausblick über den Central Park, dann zum Schluss, wenn du Chef bist. Ja, das wäre eine nette Vorstellung. Ja. Wobei, man muss sie aber auch sagen, also sie ist Doktorandin, schreibt dann ihre Doktorarbeit, viel Forschung hat sie jetzt noch nicht nachzuweisen, also sie ist jetzt noch kein Name in der Forscherwelt. Aber es heißt auch, dass es ihr noch relativ gut geht in diesem Keller-Labor. Ja, also Margot muss sich ihr Büro im Keller halt mit jeder Menge Artefakte, mit jeder Menge Ausstellungsgegenstände, die dort eingelagert sind, teilen und mit einer jungen und griesgrämigen Kollegin, eine Restauratorin, die ihre Arbeit scheinbar nicht ganz so ernst nimmt. Richtig, kennen wir da eigentlich den Namen? Nee, den kennen wir nicht, ne? Nee, den kennen wir nicht, gar nicht. Also wissen wir nur, dass es eine Frau ist. Okay. Eine griesgrämige Frau, die ja sehr langsam arbeitet. Kennst du auch solche Kollegen oder möchtest du darüber lieber nicht reden? Ich kenne solche Kollegen, möchte aber nicht sagen, ob es diese Kollegen bei meinem jetzigen Arbeitgeber gibt oder bei Arbeitgebern, bei denen ich davor war. Aber ja, ich kenne solche Menschen, die sehr lange für eine Aufgabe brauchen. Ja. Ich glaube, das geht jedem so. Genau. Also, wer kann sich davon ausnehmen, solche Leute nicht zu kennen? Und vielleicht geht's einem auch manchmal selber so, dass man ganz und gar gerne einen 8-Stunden-Tag, ja, doch nur 3 Stunden lang arbeiten lässt. Und diese griesgrämige Frau wirkt auf mich ja auch so, also sie wird nicht viel großartig beschrieben in dem Buch, aber wenn ich mich so versuche, da rein zu versetzen, arbeitet sie halt an diesen Masken und es scheint ja auch sehr eintönig und sehr langweilig zu sein. Also sie scheint nicht für ihren Job zu brennen, denn sonst würde sie da ja voller Enthusiasmus dabei sein. Wobei ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, dass man als Restaurator mit Gegenständen, die Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahren alt sind, arbeitet, dass man da schon eine extreme Vorsicht walten lässt und alles ganz genau macht und langsam, und um nichts zu beschädigen. Man möchte ja auch das Ganze eher konservieren, als irgendetwas zu verändern oder zu beschädigen. Das ist richtig. Also ich glaube, Konservatoren oder Restauratoren, die müssen sehr genau und müssen halt einfach auch sehr langsam arbeiten. Da stellt sich mir die Frage, ob Konservatoren und Restauratoren, ist das dasselbe Arbeitsbild? Sind das dieselben Menschen oder sind das auch wieder verschiedene? Das sollten wir vielleicht mal klären. Das wäre wieder so ein Punkt, den wir dann auf unserem Patreon-Account einmal erläutern könnten. Das könnten wir machen. Also schaut drauf. Genau, aber in dem Buch wird ja beschrieben, nicht nur, dass sie langsam arbeitet, sondern dass sie sich angeblich ja nur 3 Stunden am Arbeitsplatz aufhält. Was macht sie die anderen? In Deutschland haben wir einen 8-Stunden-Tag. Was macht sie die anderen 5 Stunden? Wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann, wenn man sich vorstellt, dass die Toilette für die Angestellten am anderen Ende des Museums ist, so wie man sich vorstellen kann in dem Film Hidden Figures, wo die in den 60er Jahren die schwarzen Frauen ihre eigene Toilette hatten und ich glaube 20 Minuten dorthin bräuchten. Diese 3 Genies, die für die NASA arbeiten. Genau, die maßgeblich an den Raketenstarts, an der Raketentechnologie, um auf den Mond zu kommen, in den Weltraum zu kommen, beteiligt gewesen sind. Ein spannender Film. Ja, auf jeden Fall. Also ja, guckt ihn euch an, wenn ihr mögt. Ja, also wenn man sich da vorstellt, dass die Toilette so weit entfernt ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man nur 3 Stunden täglich am Arbeitsplatz verbringt. Weil man auch wieder hin und zurück muss und mal zur Toilette muss. Ja, genau. Ja. Naja, okay, wir können da mutmaßen, wir wissen es einfach nicht. Wir können es nicht genau sagen, was sie die restliche Zeit macht. Vielleicht finden wir das ja auch noch raus. Vielleicht spielt diese Person ja noch eine Rolle später im Buch. Aber das wird sich erst zeigen. Da müsst ihr also dranbleiben und uns weiter zuhören. Haha. Okay, aber sie hat zumindest einen Schreibtisch, an dem sie arbeiten kann, hat nur eine Kollegin und jede Menge Dinge um sich herum, die nicht unbedingt vielleicht zu ihrem Arbeitsplatz gehören. Nein, überhaupt nicht. Ja.
wie man liest, haben manche andere Kolleginnen, die nicht so nicht so in der Hierarchie weit oben sind, sogar noch schlimmere Arbeitsplätze, noch schlechtere Arbeitsplätze. Was steht da? Eine alte, zerkratzte Holzbank zwischen zwei Kühlschränken, glaube ich. Das mag man sich mal vorstellen. Also Dieses Brummen von zwei Kühlschränken links und rechts und du sollst dich auch noch konzentrieren und an irgendwas Wissenschaftlichem arbeiten. ja, da werden wirklich wissenschaftliche Sensationen rauskommen. Das garantiere ich dir. Die haben Tinnitus, wenn sie aufhören da. Gut, also haben wir jetzt auch Margus Arbeitsplatz kennengelernt. Dann kommen wir mal zu ihrem Doktorvater, Dr. Frog. Das ist jetzt nun wirklich Dr. Frog, ja, das ist die Figur, die jetzt in diesem Kapitel neu auftritt, die vermutlich auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Vermutlich, spannend, ja. Also unbedingt dranbleiben. Was für einen Eindruck hast du von ihm? Dr. Frog, also Frog, also F-R-O-C-K, ne? Nicht wie der Frosch, aber okay, egal. Dr. Frog. Ich bin, was Dr. Frog angeht, ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es halt so ein Brain ist, dass er ganz schlau ist, aber ich glaube, dass er auch viele Zeit alleine verbracht hat und sich eigentlich viel mehr mit sich selbst beschäftigt, statt mit anderen Menschen. Also ich traue ihm jetzt nicht so viele soziale Kontakte zu irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das so sehe, aber das ist so seine Art. Also wenn er benimmt sich so, als wäre er alleine in einem Raum und keiner hört ihm und die anderen Leute um ihn rum sind nicht wichtig. Also doch eher so eine narzisstische Persönlichkeit, die Aufmerksamkeit haben will, haben braucht, haben muss. Ja, also man kann es ja daran ausmachen, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Presse seine wilden Theorien, die er hatte, ja veröffentlicht hat. Und in dem Buch steht halt, dass er eigentlich mit der Darstellung dieser Theorie laut Presse nicht einverstanden war, aber nichts dagegen unternommen hat, um einfach im Gespräch zu bleiben. Das ist schon leicht narzisstisch. Wobei ich weiß nicht, wie es ist als Wissenschaftler, der mit einem Handicap belegt ist, mit einem Handicap, von einem Handicap gezeichnet ist, wie es ist, sich dann als Wissenschaftler zu etablieren. Man hat ja nun mitbekommen, dass er als Kind schon an Kinderlähmung erkrankt ist und dadurch im Rollstuhl sitzt. Was das für eine Herausforderung ist. Ich kann mir das halt nicht wirklich vorstellen. Nein, das können sich auch nur die Leute vorstellen, die im Rollstuhl sitzen oder auf den Rollstuhl angewiesen sind. Also genauso wie wenn dir ein Arm fehlt, ne? Du weißt nicht, wie das ist. Ich glaube aber, dass, also diese Wissenschaft, um die es ja geht, die ist ja gehirngesteuert, wollte ich gerade sagen. Also das hat ja viel mit Verstand zu tun und nicht eher mit körperlichen Sachen. Und wenn er ein Brain ist, dann spielt es, glaube ich, gar keine Rolle, ob er im Rollstuhl sitzt oder laufen kann. Siehe Stephen Hawking. Siehe Stephen Hawking, genau. Eines der größten Superbrain, Genie, was wir hatten. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich das halt schwierig zu sagen, nur um im Rampenlicht zu stehen, nur damit Leute über mich reden, meine Theorie nicht richtig zu stellen. Also ich möchte ja eigentlich für das Aufmerksamkeit erregen, für was ich herausgefunden habe oder was ich glaube herausgefunden zu haben und nicht so einen Mittelweg. Da möchte ich dir recht geben. Ja, also mein Eindruck, der deckt sich eigentlich schon mit deinem Eindruck. Es ist doch schon eine Persönlichkeit, die wahrscheinlich sehr schwierig ist. Aber intelligent. Und ich glaube, in einer Szene heißt es auch so ähnlich wie, dass Frog immer davon ausgeht, dass die Leute um ihn herum wissen, was er denkt. Also, dass sie auf dem gleichen Level sind, auf dem gleichen Wissensstand immer sind. Und das zeugt ja eigentlich auch dafür, dass er gar nicht so viel Empathie hat für andere Menschen. Also und ich würde es tatsächlich mit Narzissmus in Verbindung bringen. Ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber wenn ihr anderer Meinung seid, dann sagt es uns gerne.
Wir werden ihn auf jeden Fall im Laufe des Buches noch näher kennenlernen und dann können wir auch eine bessere und genauere Charakterisierung machen von Frog. Eine weitere Einschätzung, ja. Richtig. Wenn wir schon beim Kennenlernen sind, hast du denn, wir lesen und hören immer nur Frog, Dr. Frog, Professor Frog. Ja. Kennst du seinen Namen? Sein Vornamen? Nee, ehrlich gesagt. Also ich sollte ihn kennen, weil ich das Buch natürlich gelesen habe, aber mir fällt er nicht ein. Nein, du? Also ich frage mich tatsächlich, ob er wirklich vorkommt. Also ich kann ihn dir nennen. Ich habe da natürlich auch nochmal recherchiert für was diesen Punkt angeht. Aber du würdest dann spoilern, oder? Nein, das nicht wirklich. Der Name, der ist nur relativ kompliziert. Er heißt mit Namen Dr. Whitney Cadwallader Frog. Whitney, also es ist nicht Whittlesey? Nein, das ist nicht Whittlesey. Whittlesey ist eine andere Weil Figur. ich dachte jetzt nämlich gerade zuerst, du sagst, okay, das ist, an wen hat Whittlesey den Brief geschrieben? An Montague. An Montague. Ich dachte, jetzt kommt, das ist Montague. Nein, Dr. Whitney Cadwallader Frog. Also ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also jetzt, wo du sagst, Whitney kommt mir bekannt vor. Whitney Houston. Wie? Das war ein schlechter Scherz. Ich weiß, aber ja, es war ein Versuch. Wie hieß denn nochmal der Kurator? Also der hieß doch auch so ähnlich. Der Kurator? Whittlesey, meinst Nein, du? der Direktor. Das war Wright. Henry Wright. Ich hätte nämlich fast gerechnet, dass es irgendwie Whitney wäre. Nee, Henry Wright. Aber lass uns noch mal auf Dr. Frog eingehen, und zwar auf das, was er in dem Buch halt herausgefunden hat. Er spricht von Chaostheorie. Was ist denn überhaupt diese Chaostheorie? Also wie wir in der Inhaltsangabe, in der Inhaltszusammenfassung schon gehört haben, handelt es sich bei der Chaostheorie um die Theorie, dass ein kleines Ereignis eine große Folge haben kann. Also es gibt ja den berühmten Schmetterlingsvergleich, den wir angeführt haben, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Welt einen Orkan oder einen Hurricane oder ähnliches auslösen können. So ganz bin ich damit aber natürlich auch nicht beschäftigt. Ich weiß es gar nicht so richtig. Das ist eigentlich das Einzige, woran ich mir die Chaos-Theorie festmachen kann. Mhm. Also Chaos impliziert ja immer von Wirrwarr, unkontrolliert und so weiter. Chaos-Theorie, okay. Und dagegenüber steht Darwins Evolutionstheorie, in der davon ausgegangen wird, dass sich das Leben langsam und stetig entwickelt. Ja, also die Evolutionstheorie oder Evolutionslehre, so nach Darwin, die beschäftigt sich eher oder geht davon aus, dass sich Arten im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, wie auch immer, entwickeln und neue Arten hervorbringen, dass es diesen Selektionsprozess gibt mit diese Spezies, die hat einen Fehler oder die entwickelt sich nicht weiter, der Stärkere überlebt und entwickelt sich weiter, pflanzt sich fort. Das dürfte es eigentlich so im Groben sein. Also ich habe mich damit zuletzt in der Schulzeit allerhöchstens beschäftigt. Also das übersteigt meinen Horizont dann doch nun auch. Bei weitem würde ich jetzt fast sagen. Also Chaostheorie und Evolutionslehre, das sind schon, glaube ich, zwei. Also da muss man wirklich ein Brain sein. Mir fällt gerade aber ein gutes Beispiel ein, glaube ich. Also es gibt doch ich weiß nicht wo, aber irgendwo Inseln, auf denen verschiedene Singvögel leben, die alle einer gleichen Art angehören, aber anders aussehen und sich aufgrund deren Lebensräume auf den verschiedenen Inseln alle anders entwickelt haben. Naja, er ist ja auf den Galapagos-Inseln darauf gekommen. Ja, kann sein. Halt vom Primaten zum Menschen. Gut, um den hochwissenschaftlichen Bereich zu verlassen. Ja, sollten wir besser tun. Sagt dir der Begriff Kiribitu was? Nein, also ist ja nicht so, als hätte ich mich nicht vorbereitet. Ich habe versucht, was herauszufinden über das Volk der Kiribitu und bin auf nichts
gestoßen, was uns weiterhilft. Es gibt ein Volk, das so ähnlich klingt, also vom Namen, das sind die Kiribati. Ob das damit gemeint ist, ob die Autoren sich gedacht haben, okay, wir lehnen das alles daran an, das ist jetzt Mutmaßung. Aber die Kiribati gibt es und das ist eine Inselrepublik im Pazifischen Ozean. Okay, also ich würde tatsächlich vermuten, dass das Ganze doch schon künstlerische Freiheit ist. Man möchte ja nicht ein Volk, das besteht, großartig mit irgendetwas in Zusammenhang bringen. Denn das, was Frog denn ja als Anekdote vorbringt, ist ja doch nicht etwas, was man unbedingt auf sich zugemünzt hören möchte. Ja, stimmt, ja. Ich glaube einfach, also hauptberuflich sind Douglas Preston und Lincoln Child halt Autoren und keine Wissenschaftler. Naja. Haben ein wissenschaftliches Interesse, aber sie beschäftigen sich ja nicht berufsmäßig mit irgendwelchen Urvölkern, oder? Also es ist ja nicht richtig, also die beiden haben ja schon einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, aber nicht so tief und sie sind keine Spezialisten für Urvölker. So, und ich glaube, um Fehler zu vermeiden, hat man einfach einen Namen geändert, ein Volk sich ausgedacht. Wahrscheinlich hatten die beiden aber eine Idee im Kopf, woran sie es anlehnen möchten. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, unterstelle ich den beiden. Und haben dann auch noch die Key dazu genommen. Genau, die Key. Zu den Keys habe ich auch nichts gefunden, aber im Buch steht, dass Frog die Keys im Bechuanaland erforscht hat. Und das was bitte? Im Bechuanaland. Und das Bechuanaland gab es wirklich und das befindet sich im heutigen Botswana. Also in Südafrika. Nee, nicht in Südafrika, aber im Süden Afrikas. Grenzt an Südafrika. Aber ja. Aber die Key, die praktizieren jetzt nicht das, was Frog als Anekdote nimmt. Ich konnte das nicht herausfinden. Ich habe aber herausgefunden, dass in dem heutigen Botswana 50% der Bevölkerung circa tatsächlich noch an traditionelle Glaubensideen festhalten. An Geister glauben. Geister und auch an Magie und Regen. Also ich möchte jetzt nichts unterstellen und so, aber Medizinmänner kann ich mir vorstellen. Ob sie jetzt Kopfschmerzen durch Töten geheilt haben, weiß ich nicht. Also zumindest bei demjenigen, der Kopfschmerzen hat, kann ich mir das gut vorstellen, dass der danach keine mehr hat. Nee, der hatte danach aber auch gar nichts mehr. Wobei, auch wenn es hoffentlich nur eine Anekdote ist, also wenn ihr mehr zu solchen Sachen wisst, schreibt uns gerne und teilt es uns gerne mit. Also die Vorstellung ist wirklich schon grausig. Ich weiß, also ich habe schon mal gehört, dass es solche Aberglauben tatsächlich wohl noch gibt, die denken, dass sie verhext worden sind und der Zauberer, der muss wirklich um sein Leben fürchten. Also es ist schon, also ich würde mir wünschen, es ist nur eine Anekdote, aber es wäre schon eine wirkliche, also der Gedanke, der ist schon echt heftig. Auf jeden Fall. Also es gibt bestimmt Völker, die an Magie und Zauberei glauben. Also auf jeden Fall, hört man ja immer wieder. Was an dem speziellen Fall der Key besonders ist, finde ich, ist aber, dass sie, bevor sie nicht an Zauberei glaubten, aber bevor sie Kopfschmerzen, Zauberei wie sagt man, also bevor sie das in Verbindung brachten, Kopfschmerzen und Zauberei, haben sie davor ja aber Pflanzen verwendet, um Kopfschmerzen zu lindern. Also davor waren sie eher Wissenschaftler als Magiegläubige oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Also sie haben tatsächlich ihre Natur wirklich so gut verstanden, dass man wusste, dass man, wenn man die Rinde eines bestimmten Baums, einer bestimmten Pflanze kaut, dass man dann Schmerzen lindern kann. Genau. So wie es halt auch bei uns ist. Ne? Genau, aber deren Entwicklung ging genau in die andere Richtung, wie man eigentlich jetzt annehmen würde, sondern von Wissenschaft zu Zauberei. Und bei uns jetzt hier im Westen ist es genau andersrum. Das finde ich halt sehr spannend an
an dem, was Dr. Frog erzählt über die Key. Dann wollen wir mal hoffen, dass es bei uns nicht auch so weitergeht, dass oder irgendwann so kommt, dass die Leute tatsächlich an Zauberei außerhalb des Harry Potter Reiches glauben. Also wenn es sowas geben würde, wäre schon echt ganz geil, ne? Ja, es wäre geil. Wobei bei uns gibt es ja auch so Leute, die halt einfach an etwas Übernatürliches glauben, um sich mal vorsichtig auszudrücken. Also an, sei es jetzt nun Gebete oder sei es nun positive Energien oder Steine oder Steinkreise oder so, das gibt es heute ja genauso. Solange keine Köpfe abgehackt werden, was das angeht, hoffe ich. Die Zeiten sind vorbei. Und auch keine Hexenverbrennung. Apropos Hexen und Zauberei, ich muss da noch kurz sagen, hier unser Timo, der wird demnächst nach Hogwarts gehen. Der hat vor kurzem seine persönliche Einladung bekommen. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also wird demnächst seine Sachen packen und nach Hogwarts ziehen. Und der Brief war unterschrieben von Professor McGonagall. Für die jetzt keine Harry Potter Fans sind, eher uninteressant, aber ja, war cool auf jeden Fall. Wobei ich mir tatsächlich kaum vorstellen kann, dass es so viele Leute gibt, die damit nichts anfangen können. Das stimmt. Okay, ja, gut, Margot ist jetzt nun im Büro von Frog und erzählt ihm seine aktuelle oder ihre aktuelle Planung für ihre Dissertation, das, was sie erforscht hat, was sie analysiert hat, teilt ihm das Ganze mit. Mit Frog haben wir uns schon beschäftigt. Ja. Er ist eine relativ narzisstische Persönlichkeit. Und wie geht's dann nun weiter? Es heißt, sie trägt ihm ihre Erkenntnisse vor und Frog, der sinkt in sich zusammen und lässt die Seele baumeln, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also jeder hätte den Eindruck, dass er eingeschlafen ist. Also es wird beschrieben, geschlossene Augen und Kinn auf der Brust, glaube ich. Und so hört er halt Margot zu. Ob das jetzt so die richtige Art ist, weiß ich nicht. Also ich wäre auf jeden Fall als Gegenüber sehr verunsichert. Vor allen Dingen dann, wenn man als Margot hofft, dass er sich erst einmal in allererster Linie mit ihr über die Geschehnisse im Museum unterhalten möchte und das nicht tut. Richtig, genau. Also da merkt man wieder, dass für Frog die Arbeit an erster Stelle steht und danach erst das, was darüber hinausgeht. Also erst kommt die Arbeit, erst das, wofür bist du eigentlich hier, das machen wir jetzt und alles, was danach kommt, ist persönlich und das ist nicht so wichtig. Immerhin macht er sich ja auch Sorgen darüber, wie es mit dem Museum weitergeht nach dieser Geschichte und hofft, dass Margot das Museum nicht verlässt. Zum einen aus diesem Grunde und zum anderen ja auch, weil ihr Vater kürzlich verstorben ist und das Ganze auch wieder eine persönliche Komponente reinbringt. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Margots Vater ist kürzlich verstorben. Ja. Mein Beileid, Margot. Mein Beileid auch von mir. Wobei sich da tatsächlich auch wieder die Frage stellt, wenn wir auf Frogs, auf den Eindruck von Frog zurückkommen, ist das Ganze, weil er sich tatsächlich Sorgen macht, das Museum könnte jemand Gutes verlieren, oder macht er sich Sorgen darum, dass wieder jemand, der ihm bei seiner wissenschaftlichen Fortentwicklung helfen kann, dass er formt sie ja als Doktorvater, er ist damit mit verantwortlich, wie sie sich entwickelt. Ob er das als persönlichen Rückschlag einnimmt, so etwas zu verlieren, eine Margot zu verlieren. Also ich möchte ihm da an dieser Stelle eigentlich gar keine bösen Absichten unterstellen. Also ich glaube schon, dass er Margots Arbeit wertschätzt und dass er tatsächlich auch Mitleid mit ihr hat, dass ihr Vater gestorben ist und dass er halt hofft, dass sie am Ball bleibt. Also ich glaube, es ist nicht seine Sorge, selbst nicht mehr im Rampenlicht zu stehen, wenn Margot geht. Also das möchte ich ihm so nicht unterstellen.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach hofft, dass diese Tragödie Margot nicht davon abhält, weiter zu forschen. Und er ist ja auch sehr interessiert an ihrer Arbeit. Also er sieht da ja Potenzial. Nicht nur in ihr als Wissenschaftlerin, sondern auch in dem Thema, was sie behandelt. Also man kann zumindest sagen, er hat doch so ein wenig Einfühlsvermögen und kann sich darin reinfühlen, wie sie sich fühlt. Insbesondere, dass er ihr dann ja zum Schluss auch noch den Tipp gibt, kann man sagen, Tipp gibt oder ihr den Rat erteilt, wachsam zu bleiben. Also als ich es gelesen habe, muss ich sagen, es war tatsächlich eher so eine Art Warnung, so bleib wachsam, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Also das kann man ja wirklich auch wieder anders interpretieren, ne? Aber das ist tatsächlich eine Frage, die sich vielleicht auch in den kommenden Folgen aufklären wird. Also dranbleiben. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über unseren Patreon-Account machen. Oder ihr meldet euch einfach per E-Mail bei uns. Ihr könnt aber auch gerne die Affiliate-Links nutzen, um uns mit Provision der Anbieter zu unterstützen. Jeder Cent fließt in den Podcast. Als Dankeschön erwähnen wir euch, wenn ihr dies möchtet, in der nächsten Folge und führen euch als Unterstützer des Podcasts auf www.pendacast.de. Alle Links dazu und auch Infos zu unserem Titelsong All Over Now, zu finden auf AudioHub, findet ihr wie üblich in den Shownotes. Schaltet nächste Woche wieder ein zu unserem Pendacast.